Das Einstellen hat mich sehr begeistert. Und als Ärztin fand ich, dass es sehr wichtig war, diese Lehre unter den Menschen zu verbreiten. Dies sind sehr, sehr kraftvolle Ideen und es ist wichtig, sie anzuerkennen. Die Nichte eines Helfers, der dort also auch mithilft in Amerika. Diese Nichte litt also an einer Amöbenruhr, die sie im Krieg 1990 aufgefischt hatte. Und das führte so weit, dass ihr der gesamte Dickdarm entfernt werden musste. Es war schwer entzündlich verändert. Es gibt keine wirkliche Hilfe gegen dieses Problem. Es war medikamentös nicht zu beherrschen, auch operativ letztendlich nicht zu beherrschen. Sie hatte ständig Schmerzen, 20 Stühle am Tag mit Blutschleim und so weiter, massive Krämpfe im Unterbauchbereich. Das war ihr Lebensweg, sage ich, von 1990 bis 2004. Und sie war in diesem Vortrag, hatte ein wunderbares Erlebnis während des Vortrags, hat sie aber nicht erzählt, auch nicht erwähnt nachher. Und 2 Wochen nach diesem Vortrag waren alle Beschwerden verschwunden. Sie hatte keinen Durchfall mehr, keine Schmerzen mehr. Sie war regelmäßig in Kontrolle bei ihrem Internisten, der war ganz entsetzt, warum denn plötzlich alles gut wäre jetzt. Nach 15 Jahren, es war ihm unerklärlich, hat eine Biopsie, noch einmal eine Biopsie gemacht, um das noch einmal zu kontrollieren. Es waren keine Veränderungen mehr im Gewebe da, keine Veränderungen in der Darmschleimhaut mehr sichtbar. Es war alles weg. Also sie fühlte sich wohl, hat wieder voll viel Kraft, Energie, das hat ihr zuvor gefehlt. Sie hat gesagt, sie fühlt sich wie neugeboren. Das war für sie auch so ein wunderschönes Erlebnis. Und das habe ich erst erfahren, ein halbes Jahr später, dann eben in New York, als wir einen Arbeitskreis auch machten dort. Und da habe ich dann diese Heilung erfahren. Auch der Landesleiter der USA, Richard Liu, erfährt durch einen Ärzte-Informationsvortrag von Bruno Gröning. Darauf aufmerksam wird er durch eine Radiosendung. Ich erinnere mich, dass ich zu Hause in Niagara Falls, New York, frühmorgens eine Radiosendung hörte. Da sprach ein Ansager mit einem Arzt in Deutschland über die Lehre eines Mannes, von dem ich noch nie gehört hatte. Und der davon sprach, wie unsere Gedanken unsere Gesundheit beeinflussen. Und welchen Einfluss die Gedanken von anderen auf unsere Gesundheit haben können. Und so ging ich eine Woche später zu einem Ärztevortrag an der Universität von Buffalo. Und als ich im Vortragsraum war, sobald die Musik anfing, fühlte ich etwas in meinem Körper. Es war wie ein Kribbeln überall. Und ich erinnere mich, es war ein sehr emotionales Gefühl. Ich war davon sehr berührt. Ich habe dieses erste Mal nie vergessen. Ich war so bewegt und ich hörte dem Vortrag zu. Und es klang vertraut. Ich hatte nie zuvor von Bruno Gröning gehört, aber was ich hörte, war mir sehr vertraut. Und ich sagte mir, dies ist meine Überzeugung. Ich glaube das alles. Und daher sagte ich Dr. Kamp am Ende des Vortrags, ich denke, wir würden in Buffalo, New York, gerne mit so etwas beginnen. Ich glaube, ich kann das machen. Und das war der Anfang meiner Tätigkeit im Freundeskreis. In der Folgezeit erlebt Richard Liu auch selber Heilung. Er wird frei von rheumatoider Arthritis, einem HWS-Syndrom, einer Katzenallergie und von Depressionen. Mit den Jahren sind in Nordamerika immer mehr Menschen auf den Freundeskreis aufmerksam geworden und zahlreiche Gemeinschaften sind entstanden. Ja, heute sind Gemeinschaften überall anzutreffen, also über das ganze Land verstreut. Also im Norden angefangen von Alaska runter bis an die, wenn man die Westküste runtergeht, bis an die Grenze von Mexiko und dann über das ganze Land verstreut bis an die Ostküste, wo ich eben sehr viel involviert war, eben runter bis Florida. Da bin ich auch mal hingeflogen, hin und wieder von Atlanta aus. Und bis eben rauf, bis Vermont, wo es schon an die kanadische Grenze geht. Aber es geht darüber hinaus, in Kanada sind heute auch schon viele Gemeinschaften. Also direkt über die Grenze rüber ist ja schon Montreal, da sind auch einige Gemeinschaften in der Stadt. Das hat sich rasant entwickelt. Da sind viele, viele Gemeinschaften jetzt.
Es ist stark geworden, dieses Land. Und kommen auch immer mehr Medical Doctors, das heißt amerikanische Ärzte dazu. Ich war mit meiner Frau und einem meiner Patienten zu einer Einführung gegangen. Und ich ging von da weg und dachte, da ist wirklich was dran. Ich war ja in meinem Leben schon bei etlichen dieser geistigen Sachen. Und hier konnte ich es fühlen. Ich konnte es wirklich in meiner Stirn fühlen. Und ich ging da raus und konnte meine Schulter wieder um 360 Grad bewegen. Vorher konnte ich meinen rechten Arm nur bis auf Schulterhöhe heben. Und ich sagte es meiner Frau und sie sagte, ich fühle es auch. Ich fühle mich auch gut. Es war dann so, dass wir die Woche darauf zur zweiten Einführung gingen. Wieder spürten wir es. Und dann wurden wir zu dieser Tagung eingeladen. Und bei der Tagung spürte ich eine unglaubliche Menge an Energie. So viel, dass ich mich fühlte, als wäre da ein Lichtstrahl in mir, wissen Sie? Vor allem in meiner Brust. Ich hörte zum ersten Mal vom Freundeskreis und von Bruno Gröning durch ein Fax von Dr. Blättner aus Deutschland, das in meine Arztpraxis kam. Und da stand, dass einige deutsche Ärzte nach Freeport, Maine kommen würden, um das Werk Bruno Grönings vorzustellen. Also ging ich auf die Internetseite und war total fasziniert von den medizinisch belegten Heilungen. Und wie sich herausstellte, war ich zu der Zeit des Vortrags zu Hause und es war nur 5 Meilen entfernt. Das passiert fast nie, ich bin so viel unterwegs. Also ging ich mit meiner Schwester hin und traf einen deutschen Arzt. Das Einstellen hat mich sehr begeistert. Und als Ärztin fand ich, dass es sehr wichtig war, diese Lehre unter den Menschen zu verbreiten. Ich kenne keine andere medizinische Vereinigung mit Ärzten und anderen Heilberuflern. Vor allem mit Ärzten, die Interesse an geistigem Heilen haben und die unser medizinisches Wissen zusammentragen, um die Heilungen zu verifizieren. So kann die Öffentlichkeit erfahren, dass die Heilungen wirklich geschehen. I have studied the role of the mind in healing. Ich habe die Rolle der Gedanken bei der Heilung jetzt über 36 Jahre lang untersucht. Und die Buddhisten haben die innere Geisteshaltung in Bezug auf Heilung und andere Dinge seit 2600 Jahren untersucht. Klar ist, dass das Denken einer der wichtigsten Faktoren beim Heilen ist. Und je mehr wir unser Denken in eine gesunde Richtung bewegen können, beeinflusst dies das Heilen. Es beeinflusst den Seelenfrieden. Es beeinflusst die Qualität unseres ganzen Lebens. In meinen Augen hat Bruno Gröning sehr gesunde Dinge gelehrt. Wir haben gesehen, dass Menschen, die da saßen und seinen Vortrag anhörten, eine Heilung erfuhren, nur weil sie dem, was er sagte, zugehört haben. Und durch den Einfluss, den das auf ihre eigenen Überzeugungen hatte. Dies sind sehr, sehr kraftvolle Ideen und es ist wichtig, sie anzuerkennen. Ich habe die Energie des Heilstroms von Anfang an gespürt. Aber über die Monate und Jahre ist es stärker geworden. Ich spüre es immer als ein Kribbeln in meinen Händen und oft auch in meinen Füßen und manchmal in meinem Gesicht. Und da ist dann auch ein ganz tiefes Gefühl von Frieden, sodass ich manchmal nicht aufhören möchte. Manchmal mache ich das 20, 30 Minuten am Stück. Und ich habe auch bemerkt, dass der Fluss des Heilstroms in einer Gruppe viel stärker ist.